Привет! Меня зовут Георгий. Das heißt übersetzt, hallo, mein Name ist Georgi. Kommst du in ein fremdes Land, solltest du etwas über die Sprache wissen, um überleben zu können. Vor allem in einem Land wie Russland müsstest du ein paar Alltagsfloskeln beherrschen. Du brauchst das sogenannte Reise-Azbuka, Reise-ABC. Lektion Nummer 1 für heute. Wir lernen das Wort Chai. Das bedeutet Tee. Hey! Dieser ganz besondere Tee hilft mir bei Raum- und Zeitsprüngen und lässt mich mit euch auf Reisen gehen. Lektion Nummer 2 für heute. Wir lernen bis 3 zu zählen. Denn genau 3 Schlückchen von diesem Zauber-Chai sind notwendig und schon bin ich weg. Also, 1, 2, 3. Über die russische Sprache sagt man, Russisch ist wie der Russe selbst. Wirkt hart, aber ist im Kern sehr weich. Ganz wesentlich für die russische Seele ist der Humor. Humor darf man nie verlieren, auch nicht in einer schwierigen Lage. Und wie kann man Humor am besten ausdrücken? Ganz klar, über die Sprache. Gerade Sochi ist ein guter Platz, um den russischen Humor zu testen. Wintersport am Schwarzen Meer ist schon allein Ironie in sich. Dieser Ort ist perfekt, wenn man jemanden im Winter auf die Palme bringen will. Zum Beispiel den Veranstalter. Wie? Das lernen wir jetzt. Beginnen wir mit dem Sochi-Sprachkurs. Gute Fragen, um den Humor der Russen vor Ort zu testen, könnten sein: Wo ist der Schnee? Где снег? Der Снег. Wo ist die nächste Schneekanone? Где снеговая пушка? Der Снеговая Пушка. Wenn die Schneeverhältnisse aber passen und die Russendisco nicht die einzige Piste ist, auf der man sich vergnügen kann, dann wirst du mit diesen Fragen sicher ein Lächeln kassieren. Aber falls die Pisten oben am Berg zum zweiten Wasserskigebiet der Region werden, dann könnte der Russe möglicherweise doch seinen Humor verlieren. Dann heißt es entweder schnell davonlaufen oder du sagst einfach Entschuldigung, извините. Извините. Dann sollte alles wieder gut sein. Höflichkeit genießt beim russischen Volk immerhin oberste Priorität. Aber fahren wir nun fort mit den gebräuchlichsten Redewendungen. Hallo, Привет, Привет. auf Wiedersehen, до свидания, До свидания. danke, спасибо, Спасибо. bitte, пожалуйста, Пожалуйста. wie geht es dir? Как дела? Как дела? Wo ist die Toilette? Где туалет? Где туалет? Mahlzeit. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Prost. За здоровье. Здравствуй. Kannst du all das, dann hast du das Diplom für Russisch für Anfänger mit Auszeichnung bestanden. Noch ein wichtiges Detail. Vorsicht, wenn du einen Russen nach einer Wegbeschreibung fragst. Nicht umsonst heißt es ein russisches Sprichwort, die Zunge kann dich bis nach Kiew bringen. Язык до Киева доведет. Soll heißen, wenn ein Russe einmal anfängt zu reden, dann ist er kaum noch zu bremsen. Wer glaubt, auf eine einfache Frage wie „Wo ist hier das Olympiastadion?" eine einfache Antwort zu bekommen, der war noch nicht in Russland. So eine Frage kann den gleichen Effekt haben wie eine zu lang geschüttelte Sektflasche. Ist der Korken einmal geöffnet, dann gibt es kein Halten mehr und wie der Sekt aus der Flasche sprudeln die Worte nur so aus dem Mund.
Einmal die Frage ausgesprochen, bekommst du neben einer detaillierten Wegbeschreibung als Strafgabe noch eine gratis Geschichtsstunde dazu. Erfährst Anekdoten über das Stadion, über seinen Baumeister, über die Ziegeln, die zum Baum verwendet wurden. Und weil damit noch nicht genug ist, auch noch die eigene kritische Meinung zu dem Thema als Zugabe. Und wenn endlich alles gesagt ist und du glaubst nun endlich in Richtung Ziel aufbrechen zu können, ist die Siegerehrung bereits vorbei. Und du kannst besser gleich wieder nach dem Weg zurück in dein Hotel fragen. So, genug geredet. Da wir nicht auch nach Kiew wollen, zügle ich jetzt lieber meine Zunge und bringe uns zurück, wo wir hergekommen sind. Wiederholen wir das Gelernte nochmal. Один, Один, два, два, три. три. Russisch ist für über 160 Millionen Menschen die Muttersprache und ist somit die meistverbreitete Sprache in Europa. Gilt auch als Weltsprache. Wer sagt Spanisch, Italienisch oder Französisch sind Musik in Ohren, der hat noch nie russische Sprache gelauscht. Denn Russisch ist wie ein Liebeslied an die Sprachkultur. Aber das sollen die anderen beurteilen. Ich mach lieber Musik. Hurra!